Hallo meine Freunde, schaut mal, was ich hier habe. Einen wunderschönen 924S. Das heißt im Prinzip ein 944er, aber noch in der 924er Karosserie. Der kleine Rote hat ein Problem, und zwar heißt das Inkontinenz. Er verliert Kühlwasser. Zur Suche müssen wir erstmal die Unterbodenverkleidung entfernen. Die Verkleidung hat bei dem kleinen Motor ein paar Schrauben weniger wie bei den großen. Das sind hier 3 hinten. Und über dem Stabi kommt noch eine. Auf der anderen Seite auch. Und 2 sind vorne. Wir beginnen mal mit den vorderen. Die schraubt er jetzt genüsslich raus. Dann geht es mit den mittleren weiter. Und am Ende kommen die 3. Jetzt müsst ihr aufpassen, festhalten, bevor ihr die letzte Schraube rausmacht. Wenn die letzte Schraube draus ist, könnt ihr die Verkleidung so ein bisschen nach hinten gekippt runternehmen und wir haben sie. Ich habe mir den üblichen Verdächtigen mal angeschaut, das sind also alle Kühlwasserschläuche und hier am Kühler finde ich die Tropfen. Hier tropft es ab, seht ihr? Das ist auch schöne grüne Flüssigkeit, das kommt irgendwo aus dem Bereich. Da hier direkt kein Schlauch ist und von oben her es relativ trocken aussieht, sieht es leider so aus, als ob es der Kühler selbst wäre. Mehr sehen wir, wenn die Lüfter weg sind. Um die Lüfterbatterie zu demontieren, müssen erstmal die Steckverbindungen runter. Der Kabelbaum muss natürlich auch weg. Also hier war ein Kabelbinder. Hier, der hat doppelte Lüfter, weil er eine Klimaanlage hat. Und wenn die mal weg sind, die machen wir nachher, müssen wir die Stecker da oben schön langsam rausziehen. Ach, den haben wir mal. So, nach der gleichen Methode geht auch der andere. Jetzt haben wir auch den anderen. So, bei diesen Klemmen müsst ihr vorsichtig sein. Ihr seht, so mit dem Kunststoffwerkzeug hier einkeilen, dann kommen sie, ohne dass sie kaputt gehen. Den Kabelbinder machen wir auch noch weg. So. Können wir ja nachher alle wieder hinmachen. Dann ist der Kabelbaum mal aus dem Weg. Die Lüfterbatterie hat 6 von den Schrauben, 10er Schlüsselweite. Mit ein bisschen kräftiger Werkzeug geht es dann. Man macht dann auch die kleinen Ratschen nicht so kaputt, aber die sitzen trotzdem ziemlich fest. 2 können wir schon mal final rausmachen. Die dritte machen wir nur lose. Machen nämlich erstmal oben, dass uns das Ding nicht gleich auf die Nase fällt. Lose, dass wir es nachher gut schrauben können. Das reicht. Die können wir dann gleich rausmachen. Um oben ranzukommen, muss zumindest mal die Halterung von dem Luftfiltergehäuse raus. Die saßen jetzt nicht so fest, haben wir Glück. Also gleich runter. So, und die machen wir auch mal lose. Die da oben können wir dann auch gleich entfernen. Und die 3 Muttern. Die eine Spannbratze vom Kühler machen wir auch noch lose, sonst kommen wir nämlich da nicht runter. So, die hat hier eine 13er Schlüsselweite, das sind 8er Bolzen. So, jetzt kann das Blech raus. Ah, Halter haben wir noch vergessen, der Schlauch ist noch dran fixiert. So, dann können wir mit den Ratschenringschlüssel auch noch die Klemme da schnell aufmachen. Und dann haben wir die Mutter. Die Schraube fliegt jetzt weg. Gut. Und wir können das Blech entnehmen. Die erste der oberen Lüfterschrauben sitzt direkt unter dem Eck. Ah, die ging zum Glück leicht auf. Können wir gleich mit der Ratsche dran. So. So. Nummer 1. Zweite, die mittlere, sitzt hier oben am Schlossträger. Und auch hier wieder das berühmte Spielchen, wer verliert sie. Liegt jetzt gleich in der Grube, wie ich mich kenne. Diesmal habe ich es aber. Das war die zweite. Der Kabelbinder muss nachher sowieso weg. Können wir gleich wegmachen, dann kommen wir nämlich hier besser an den Schlauch dran. So. Dann kriegen wir die einen da hier auch noch raus.
Das war die dritte Schraube. Jetzt ist die Lüfterbatterie oben komplett los. Ihr müsst aufpassen, aber weit kann sie nicht fallen. Ich mache jetzt unten die letzte Schraube raus, halte die Lüfterbatterie mit der einen Hand und dann können die Lüfter nach unten entnommen werden. Auch die doppelten Lüfter passen so raus. Okay. Der Kühler ist eigentlich noch in einem relativ guten Zustand, aber das Problem sind über die Übergänge von dem Plastik-Wasserkasten zu den Metallröhren. Und hier in der Ecke scheint es undicht zu sein. Hier die Verschraubung ist es nicht und oben ist alles trocken. Und hier auch, das heißt, es läuft hier unten an der Ecke zu keiner Verschraubung, sondern leider zum Kühler selbst raus. Das heißt neuer Kühler. So, die Ablassschraube vom Kühler ist hier. Und wenn sie nicht aufgehen muss, tut sie sogar. Jetzt fängt er an zu tropfen. Jetzt müsst ihr die Schraube ein bisschen dagegen drücken. Jetzt kommt der ganze Schwall raus. Dann kommt das Ganze mit Schwung raus. Damit alles rausläuft, macht er hier noch die Entlüftungsschraube auf. Die sitzt verdammt fest. Okay. Seht, das läuft schon wieder ein bisschen mehr aus. Und natürlich den Deckel machen wir auch auf. Bei diesem Modell sind es 3 Kühlwasserschläuche, die zum Kühler gehen. Das ist erstmal der untere zur Pumpe. Machen wir mal die Klemme richtig schön weit. Dann könnt ihr den abrubbeln. Ein bisschen Wasser kommt noch raus. Viel kann es nicht sein. Die gleiche Nummer bei dem oberen Schlauch. Schön lang weit die Klemme aufmachen, bis sie richtig los ist. Solche Spielerschlüssel sind ideal, gibt es aber nicht überall. Das ist ein 7er Größe jetzt wieder. Alle Klemmen haben 6 oder 7 im Auto. Dann kann die Klemme nach hinten weg und ihr könnt den Schlauch ebenfalls abrubbeln. Also schön hin und her. Wenn es gar nicht geht, dann mal kurz mit dem Schraubenzieher rein. Und seht ihr, dann kommt sofort. So, das war auch noch der obere. Also hier haben sie die Klemme noch blöder montiert. Ich meine, ich hätte die Schelle so gesetzt, dass ich von unten jetzt gut ranlangen kann. Aber so ist natürlich wahnsinnig fürchterlich. Zum Glück haben wir ja diese Ratschenringschlüssel. Und auch die wieder weit aufmachen. So, mit viel Geruckel kriegt er den dann auch wieder weg. So. Dann könnt ihr den Schlauch auch noch abziehen. Kleine Restmenge Wasser ist natürlich auch nochmal drin. Machen wir noch diese Leitung hier endgültig weg. Jetzt sollte der Kühler eigentlich nur noch an dieser Spannbratze hängen. Die andere Spannbratze hatten wir ja vorhin schon gelöst. Jetzt könnt ihr das nach oben ziehen und könnt den hier so entnehmen. Das ist jetzt der obere Haltegummi von dem Kühler. Okay, die Seite können wir auch noch abziehen. Wenn der Kühler dann mal oben aus der Bratze ist, könnt ihr den ein bisschen zurückziehen. Hier oben ist nämlich noch ein kleines Schläuchchen. So, jetzt ich die Klemme wenigstens mal auf. Natürlich wieder ganz weit aufmachen und dann den Schlauch nach hinten. Okay, endlich haben wir den Schlauch. Der Kühler sitzt jetzt hier unten nur noch auf solchen Gummis und sicher lose. Ich kriege den aber hier besser drüber, wenn ich den einfach nach innen durchschiebe, den Gummi. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und was haben wir vergessen? Oh, sind wir Künstler. Die Stecker am Thermoschalter sollte man natürlich praktischerweise vorher entfernen. Wenn die Gummis draußen sind, geht es ganz leicht. Ihr müsst den Kühler nur noch ein kurzes Stück anlupfen und nach unten entnehmen. Ich möchte euch jetzt mal vorführen, wo das Problem der Kühler ist. Ich habe hier einen alten Korken reingesteckt, hier habe ich einen Korken reingesteckt. Da geben wir ein bisschen Druckluft drauf. Hier ist er dicht, hier habe ich einen Benzinschlauch und ein Werkzeug reingesteckt. Das reicht auch mal zum Abdichten. Wenn ich hier oben ein bisschen Druck drauf gebe, bekommen wir da unten das reinste Sprudelbad, der reinste Jacuzzi.
Das heißt, der Kühler ist nicht an einer Stelle undicht, sondern überall. Von dem alten Kühler brauchen wir noch ein paar Teile. Ablassschraube und Stutzen sind am neuen Kühler dran, aber die neuen Kühler werden ohne die Thermoschalter geliefert. Also müssen wir den Thermoschalter umbauen oder man nimmt halt auch einen neuen. Der Kühler hat ein Messinggewinde, also die neue Scheibe macht er drauf, dann kommt der Schalter. Und wenn es ein Messinggewinde ist, dürfen es auch ein bisschen mehr als 20 Newtonmeter Anzugsmoment sein. Braucht er wieder die berühmte 29er Stecknuss. Drehen erstmal handfest und jetzt der Drehmomentschlüssel. So, dann ziehen wir den an. Oh, der gibt gut nach. Und wir haben die 23 Newtonmeter. Weiterhin brauchen wir diesen Schaumstoff neu. Ihr seht, da ist beim besten Willen nichts mehr zu retten. Und der wird hier mehr gegen die Vorderseite des Kühlers geklebt. Hier hinten ist der Spalt größer, also hier rüber kommt er. Gute Nachricht, den Gummi gibt es noch neu von Porsche. Der neue Gummi ist ein bisschen zu lang, aber besser zu lang wie zu kurz. Den passen wir passend an. Hier außen macht er keinen Sinn, das macht nur Sinn, wenn er auf der Innenseite ist. Bevor wir kleben, reinigen wir die Kante, die Klebekante noch vom Fett. Das heißt ein bisschen Spiritus und einmal drüber. Müsst ihr die Schutzfolie abziehen, dann wird er einmal passend hier reingehalten, schön auf der Vorderseite abgedrückt. Solange es irgendwie geht, nimmt er das originale Klebeband, also den originalen Gummi, weil nämlich das Band vom Baumarkt hält sicherlich die Hitze am Kühler nicht aus. Den einbaufertigen Kühler schiebt ihr von unten wieder in das Fahrzeug. Jetzt müsst ihr extrem aufpassen, dass ihr da nicht überall anstoßt. Wenn ihr den Kühler einbaut, müsst ihr aufpassen, dass er oben vorschiebt bis zu der Anschlagsgummikante. Das heißt, vorsichtig hoch und dann oben muss er ganz drin sein. Schieben können dann oben nicht wegen der Gummidichtung. Und dann kommt er unten so drüber. Wenn ihr oben richtig seid, müsst ihr da unten die Einbuchtung für die obere Spannbratze sehen. Aha, habt ihr gesehen? Jetzt ist es reingeflutscht. Und wenn das mal so drin ist, kann der Kühler oben nicht mehr rauskippen. Jetzt als erstes haben wir das Vergnügen mit dem kleinen Schläuchchen. Das ist eine Schlauchklemme. Die müsst ihr natürlich zuerst drauf machen. Selber drüber. Und dann macht er die Klemme mal da hinten ins Eck rein. Dann zieht er die Klemme da oben im Eck gut an. Müsst ihr jetzt ein für alle Mal machen, später kommen wir nie wieder bei. Bei den Gummis müsst ihr aufpassen, die sind hier asymmetrisch. Die müsst ihr so einbauen, dass die Nase nach vorne zeigt, sieht man hier an den alten Abdrücken. Hoch unter das Ding und einmal, Rest machen wir, wenn die andere Seite passt. Hoch unter das Ding und reindrücken auf der anderen Seite. Mit dem Plastikwerkzeug könnt ihr jetzt den Fuß da noch endgültig durchraschen. Und der andere ist auch drin. Jetzt sitzt der Kühler unten fest. Oben haben wir auch schon eine Spannbratze. Machen wir die zweite rein, dann können wir schon montieren. Wenn die Gummis nicht rein wollen, könnt ihr ein bisschen Glycerin nehmen. Dann flutschen die wieder wie neue Gummis. Da muss der Gummi wieder so in die Spannbratze. Die zweite Spannbratze ist auch drin. Wir machen die aber erst später fest, weil wir ja hier noch die Leitung montieren müssen. Dann machen wir die Wasserschläuche der Reihenfolge nach wieder drüber. Das ist erstmal der obere Wasserschlauch zum Kühler. Den Schlauch müsst ihr ganz nach vorne schieben. Jetzt müsst ihr aufpassen. Hier sieht man den Abdruck von der Klemme. Und genau da montieren wir auch wieder die neue. Die Schraube ist dann wieder so blöd zugänglich, aber ich kann es nicht ändern. Aber wir haben ja unsere gute Ratschenringschlüssel für diesen Job. Jetzt könnt ihr noch mal fühlen, wo der Abdruck genau sitzt. Da saß der alte. Genau da kommt er wieder drauf. Dann kommt der obere Schlauch hier auf den Kühler drauf. Gleiche Nummer mit der Klemme. Auch hier suchen wir wieder die alte Position. Die muss hier ungefähr gewesen sein.
Dann kommt der untere Schlauch zur Wasserpumpe. Immer schön draufdrücken, so ein bisschen hin und her rütteln. Und auch die Klemme von diesem Schlauch zieht ihr möglichst wieder auf der alten Position an. Bevor ihr die Stecker da oben aufsteckt, schaut ihr sie nochmal an. Die sind noch im tollen Zustand, keine Korrosion sichtbar und mechanisch halten tun sie auch noch klasse. Die Lüfterbatterie kommt von unten rein. Ihr müsst beachten, dass die Steckverbindungen dann auch nach unten weggehen. Also einfach so am Fahrzeug hochschieben. Und mit ein bisschen Gefummel geht das in allen Wasserschläuchen vorbei. Macht da unten ein paar Schrauben rein, damit sie nicht runterfallen kann. Die macht da mal ein bisschen fest, aber nur ein bisschen, damit es noch ein bisschen Spielraum hat, sich zu bewegen, bis wir die oberen drin haben. Bei den oberen Schrauben habt ihr wieder euer Vergnügen. Müsst ihr versuchen, irgendwo das Loch von dem Gewinde zu treffen. Damit die Schrauben nicht immer aus der Nuss fallen, wenn er da drin fummelt, steckt das es so rein. Jetzt können sie nicht nach unten fallen. Mit der Konstruktion setzt ihr das Teil jetzt von oben kommend in die Gewinde an. Wenn mal alle drin sind, könnt ihr die der Reihe nach festziehen. Nicht zu fest, das sind ja nur so komische Gewinde. Wenn die oben fest sind, können wir auch die unten anziehen. Dann kommt der Kabelbaum wieder an die Lüfter. Erstmal die Stecker rein. Die haben Nasen, kann man nicht verdrehen, aber man sieht wie das Kabel war. Dann kommen diese Halterungen in die Löcher hier. So ein bisschen zusammendrücken und dann gerade reinklipsen. Die kommt noch in das Loch. Hier sind Nasen für Kabelbinder. Und da müsst ihr die Kabelbinder so festmachen, dass die Lüfter nicht an die Kabel kommen oder die Kabel nicht an die Lüfter. Beim zweiten Lüfter natürlich das gleiche, wenn man zwei hat. Der Kabelbinder drauf ist, könnt ihr auch kontrollieren, ob der Lüfter frei läuft. Er darf keinenfalls hier an den Kabelbinder oder an das Kabel anstößen, sonst schleift es da durch. Hier an der Ecke machen wir auch noch einen Kabelbinder, dass das Kabel sich da so schön dahin drückt. Gut. Wir sind natürlich ordentliche Menschen und schneiden die Enden ab. Jetzt kann auch die Stütze vom Luftfilterkasten wieder rein. Die war hier so verlegt, dass das Kabel hier durchging. Dann kommt sie hier auf die Bolzen so rein. Hier kommt die Bratze wieder oben drüber. Die Schrauben mit den großen Scheiben kommen hier. Den Kasten müsst ihr unter Umständen den Luftfilter ein bisschen anlupfen. Die zweite kommt hier. Kasten. Dann dreimal die nächsten großen Scheiben, die waren hier. Auf die Bratzen kommen die gewellten Scheiben. Auf der anderen Seite kommt auch die gewellte Scheibe und die Mutter auf die Bratze. Dann waren hier jeweils noch Federringe und die 6er Mütterchen. Bevor wir dieses Teil jetzt endgültig festmachen, kümmern wir uns noch um die Lasche. Die hält hier diesen Schlauch. So, mit ein paar Gynäkologenwerkzeugen kriegt er dann auch die Schraube und die Mutter durch. Die Schrauben von dem Halter da oben festziehen. 8 Newtonmeter reichen hier. Und 8. Das gleiche hier. Hier bei dem Kunststoff bin ich vorsichtig. Lieber weniger ist mehr hier. Der alte Kunststoff kann leicht brechen. Der verträgt nicht unbedingt mehr die alten Drehmomente. Dann könnt ihr auch die Klemme an dem Halter wieder festziehen. Die Spannbratzen
wieder festmachen. Bratzen zieht er gefühlvoll an, das reicht dann. Gut. Jetzt muss der Schlauch noch mit 2 Kabelbindern hier festgemacht werden. Den Kabelbinder müsst ihr hier reinfahren, dann kommt er unten rum, dann um den Schlauch, nicht um das Gestänge, nur um den Schlauch und dann wird er so eingefädelt. Und die gleiche Nummer auf der anderen Seite. So, wenn beide Kabelbinder mal so halbwegs drin sind, zieht er den Schlauch in Position und dann wird er hier festgemacht. Ihr müsst den festmachen, aber nicht erwürgen. Zum Befüllen muss die Entlüftungsschraube hier oben lose sein und dann kommt das Kühlwasser natürlich hier rein. Dann fangen wir an, ganz langsam zu befüllen. Ich habe das Kühlmittel vorgemischt, so ungefähr 40% Kühlmittel und 60 Wasser. Das genügt für unsere Breiten. Wenn ihr den Flüssigkeitsstand allmählich hier im Behälter seht, stoppt er mal einen Moment. Und jetzt kommt der Haupttrick der Entlüftung. Man drückt auf den großen Schlauch. Wenn ich da unten drauf drücke, dann macht er das Entlüftungsventil oben zu. Und wenn er jetzt loslässt, zieht es am Behälter die Flüssigkeit rein. Wenn ihr die Methode mit dem Drücken jetzt mehrfach gemacht habt, seht ihr, jetzt sind wir am Ende. Jetzt kommt die grüne Flüssigkeit. Dann macht er das Entlüftungsventil zu. Nochmal auffüllen. So, dann den Behälter zu und jetzt kommt der Probelauf. Nach dem Probelauf müsst ihr alle Schläuche durchschauen, wo wir dran waren. Also der untere, der obere, hier ist alles dicht. Oben großer Schlauch, Thermoschalter, Ablassschraube, Kühler selbst, alles dicht, wunderbar. Die Verkleidung kommt so in den Wagen, dass die Kanten schräg nach vorne zeigen. Dann müsst ihr sie hier mal hochführen, dann wird sie da vorne ein bisschen eingehängt hier am Kotflügel. Und dann macht er eine Schraube mal rein. Dann gibt es hier auf der Seite noch die 2 Schrauben. Und die gleiche auf der anderen Seite. Alle drin sind, machen wir sie der Reihe rum fest, also die 3 hinteren und die vorderen auch wieder ein bisschen festziehen und dann die 2 in der Mitte. Das genügt, wenn er die Hand fest anzieht. Ich habe noch nicht gesehen, dass viele von den Verkleidungen auf der Autobahn lagen, aber andersrum habe ich schon viele Verkleidungen gesehen, wo die Schrauben nicht mehr abgingen. Wenn es abgekühlt ist, können wir hier oben aufmachen. Und wir ergänzen, was fehlt. Da haben wir es mit dem Frostschutz ein bisschen übertrieben. Wir sind ja nicht in Sibirien, wir haben fast 35 Grad Frostschutz. Das heißt, wir können jetzt mit reinem Wasser nachfüllen. So, immer bis zur Unterkante von Max, dann habt ihr den richtigen Stand. Alles wieder dicht. Auch diese Reparatur haben wir wieder erfolgreich erledigt. Also tschüss, bis zum nächsten Video.